Moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Civilization 7. Wir sind mitten im Zeitalterwechsel. Die Zeit Spaniens, die ist abgelaufen und wir werden uns auch gleich eine neue Nation aussuchen müssen. Allerdings wollte ich euch die Zeitalter-Rangliste und auch die Vermächtnisse nicht vorenthalten. Für die Statistikfans unter euch gibt es hier dann nochmal was auf die Augen. Und zwar, wir haben in allen Zeitaltern goldenes Zeitalter abgeschlossen, das wissen wir ja. Und zur Einordnung, wie wir uns im Vergleich zur Gottheit KI geschlagen haben, ist das eigentlich eine ganz gute Übersicht. Reliquien sind wir ein bisschen hinterher. Also waren wir ein bisschen hinterher, haben nur in Anführungszeichen 18 Augustus war da etwas besser. Schatzflotte und also den Wirtschaftsvermächtnisweg und den Kriegsvermächtnisweg, den haben wir als einziger abgeschlossen. Alle anderen sind da hinten hinterher, haben das nicht geschafft. Und den Wissenschaftsvermächtnisweg, ja, das hat so ein bisschen nachgelassen. Da hatte ich ja dann angefangen, einfach die Felder zu bebauen, die in Summe die meisten Boni gegeben haben. Da haben wir nur 8 von 5 Feldern geschafft. Konfuzius hier mit 16 Feldern, die mehr als 40 Gesamtertrag liefern. Das ist schon eine Hausnummer. In der Gesamtsumme sieht man dann, wir führen an mit ordentlichem Abstand vor Augustus. Und ja, ich sag mal, Friedrich, der hat kein gutes Zeitalter hinter sich. Mal schauen, ob er sich davon nochmal erholen kann. Konfuzius hingegen, obwohl er so gut im Wissenschaftszweig war, auch nichts so wirklich auf die Kette bekommen. Alle anderen so, ja, mehr oder weniger in Ordnung. Wir gehen weiter. Hier gibt es jetzt natürlich nichts, das hatten wir ja schon geladen. Keine weiteren Belohnungen freigeschaltet. Das wäre jetzt auch ein bisschen weird, wenn wir das gemacht hätten und schauen uns an, was wir denn spielen wollen. Aber wir müssen an die Mementos denken. Da müssen wir dran denken und die mache ich aber so ein bisschen abhängig von dem, was wir spielen werden. Was wir nicht spielen werden, hatte ich ja anfangs gleich gesagt, das ist Mexiko und Amerika. Die beiden hatten wir schon gespielt und ich möchte mich da nicht unbedingt doppeln, sondern immer wieder neue Nationen ausprobieren. Wir haben Buganda, Frankreich, Großbritannien, Siam, Russland und Preußen. Aus dem Kommentarbereich kam der Vorschlag Frankreich. Frankreich wäre mit Großbritannien auch in meiner näheren Auswahl, denn die haben beide Spezialviertel und ich möchte die Spezialviertel eigentlich einmal alle ausprobieren. Diese Zeitlosgebäude, die werde ich wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt bauen. Das, ja, schwierig, weiß ich nicht. Müsste ich mir noch mal genau anschauen. Machen wir dann auch beim nächsten Mal, wenn wir nix mehr bekommen mit irgendwelchen Vierteln, also Spezialvierteln. Ich werde dann Frankreich tatsächlich auch nehmen. Frankreich ist wahrscheinlich sehr interessant zu spielen, militaristisch, diplomatisch. Großbritannien wirtschaftlich, expansionistisch sicherlich auch eine schöne Option. Aber wir werden dann nach Frankreich gehen. Liberté, Egalité, Fraternité. Wir gucken uns das kurz an. Was können wir machen? Wir können alle Feiereffekte einer beliebigen Standardregierung in der Moderne auswählen, unabhängig davon, was wir für eine Regierungsform haben. So sehe ich das jetzt. Also, wir können uns eine Regierungsform aussuchen, glaube ich. Ist aber unabhängig davon können wir alle Fire-Effekte. Das ist stark. Das ist sehr, sehr interessant zu spielen. Da haben wir ein bisschen mehr Auswahl und müssen nicht immer nur auf Nahrung gehen. Wir haben als Spezialeinheit eine Infanterieeinheit, die Garde Imperial, kann einen Fernkampfangriff ausführen als Infanterieeinheit, bekommt +2 Kampfstärke, wenn sie an einen freundlich gesinnten Heerführer angrenzt. Das ist cool. Das ist sehr cool. Heerführer arbeiten wir mittlerweile relativ viel mit, ist allerdings teurer in der Ausbildung. Wir haben Jakobiner, die große Persönlichkeit mit einer Ladung, kann in Städten eingesetzt werden und nur auf einer Allee ausgebildet werden. Okay. Der jeweilige Jakobiner, dem erhält es zufällig, das sind wieder diese Boni, wie wir das bei den Konquistadoren auch hatten. Die Kosten steigen mit jedem ausgebildeten Jakobiner. Da möchte ich mich auch dann 'n bisschen austoben und mehr oder weniger alle, die wir irgendwie bauen können, das ist ja limitiert in der Anzahl, irgendwann gibt's ja keine mehr, dass wir uns darauf fokussieren und ordentlich Jakobiner ausbilden. Die wiederum können nur in unserem Spezialviertel ausgebildet werden, in der Allee. Französisch imperiales Spezialviertel wird erschaffen, wenn der Barockgarten und Salon gebaut werden, bringt +2 Zufriedenheit für alle Viertel in dieser Stadt. Auch ein sehr, sehr starkes Gebäude. Gerade Zufriedenheit, da hatten wir ja öfter mal zwischenzeitlich Probleme, wenn wir über die Schwelle von den Städten kommen und so weiter und so fort. Das könnte also wichtig sein. Barockgarten gibt ein bisschen Kultur und Zufriedenheitsnachbarschaftsboni und der Salon gibt 5 Zufriedenheitsboni plus Kultur- und Nachbarschaftsboni für Kulturgebäude, Wunder und Zufriedenheitsgebäude. Okay, macht Sinn, macht Sinn. Daraufhin schauen wir uns jetzt kurz noch die Mementos an, die möchte ich gern wechseln. Den lydischen Löwen möchte ich definitiv rausnehmen. Hatte ich beim letzten Mal vergessen. Ich finde, der bringt nichts. 200 Gold im letzten Zeitalter ist auch im zweiten Zeitalter schon eigentlich ziemliche Verschwendung. Den möchte ich rausmachen. Und jetzt ist die Frage, was nehmen wir?
Was nehmen wir? Erhalte 20 Wissenschaft pro Zeitalter für jedes errichtete Wissenschaftsgebäude. Das ist stark. Das ist eigentlich relativ stark. Migrant brauchen wir nicht, Siedler brauchen wir nicht, Fortbewegung für Fernkampf werden wir auch nicht nehmen. Wir haben ja eine Infanterieeinheit mit Fernkampfangriff, Kampfstärke für Einheiten, die mehr an 2 feindliche Einheiten angrenzen. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht nehmen. Finde ich auch gut, aber brauchen wir, glaube ich, nicht. Speer brauchen wir nicht, Gold brauchen wir nicht, Zeitalter, das ist alles Quatsch. Nahrung brauchen wir natürlich auch nicht. Fortbewegung für Marineeinheiten ist nicht schlecht. Ähm, Werde ich aber auch auslassen, damit spiele ich gar nicht so viel. Zufriedenheit für die das finde ich auch nicht so stark. Fand ich anfangs gut, mittlerweile nicht mehr so. Zufriedenheit während einer Feier, Nahrung ist auch nicht so wirklich, Thema. Handelswege, na, auch nicht. Wiederherstellungszeit. Ich glaube, wir nehmen anstatt dem lydischen Löwen tatsächlich die Lochkarten und wir nehmen anstatt der Bürgerkrone plus ein Siedlungslimit ist zwar stark, aber Umwandlung in Stadt kosten 50%. Wir haben einige Städte, die wir umwandeln können. Da müssen wir dran denken, wir haben vieles nicht umgewandelt mehr zum Ende des Zeitalters. Das hatte ich ein bisschen vergessen. Ein Siedlungslimit dafür ist es mir, glaube ich, nicht wert. Ich möchte hier gern den Sozialpolitikplatz, den zusätzlichen mit reinnehmen. Ich glaube, das macht in dem Fall mehr Sinn. Haben wir ein Siedlungslimit weniger, das sollte nicht groß Unterschied machen. Wir nehmen den Sozialpolitikplatz und die Wissenschaft für die Wissenschaftsgebäude dazu. Und werden dann mit Frankreich loslegen. Auswählen und starten. Der Funke der Revolution springt über und Frankreich ist geboren. Das französische Volk widersetzt sich dem Recht der Könige und entscheidet sich für eine Zukunft, die von Wissenschaft und Bildung geprägt ist. Vorausgesetzt, dass die alten Zöpfe zuvor abgeschnitten werden. Erfüllt das Versprechen der Revolution von einer gerechteren Welt oder erweckt die Gespenster der Autokratie wieder zum Leben? Das werden wir sehen, ob wir eine gerechtere Welt erschaffen können oder die Autokratie dann doch wieder siegen wird. Das bleibt abzuwarten. Wir gehen rein in die neue Runde. Karthago bleibt natürlich bestehen. Unsere Städte werde ich jetzt nicht groß nochmal umbenennen. Vielleicht irgendwo in Paris noch erstellen, beziehungsweise erobern. Das schauen wir uns mal noch an. Was machen wir als erstes? Wir müssen als erstes unsere Vermächtnisse auswählen. Da haben wir sehr viele Punkte. Das Zeitalter der Moderne hat begonnen. Einkommen ist okay, I guess. 103, na, das ist verbesserungswürdig, aber noch okay. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Durch unsere goldenen Zeitalter. Wir können nur ein goldenes Zeitalter-Ding auswählen, glaube ich. Die anderen fallen dann weg. Sobald ich eins ausgewählt habe, werden alle anderen goldenen Zeitalter-Sachen ausgegraut. Und eigentlich ist es klar, was wir nehmen müssen. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier wieder wegklicken. Wir können es mal angucken. Wir haben hier eine Infanterieeinheit in all euren Siedlungen in fernen Ländern. Da haben wir gar nicht mal so viele. Das hätte ich wahrscheinlich eh nicht genommen. Dann haben wir hier Zufriedenheit für jedes maritime Geländefeld in Siedlungen anderer Zivilisationen, die unserer Religion folgen. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht genommen, weil Religion, das fällt bei mir so ein bisschen runter im letzten Zeitalter. Das weiß ich, da werde ich nicht viel machen. Kultur pro Reliquie. Also nee, das ist kein goldenes Zeitalter. Dann haben wir hier alle eure Städte und wir haben die Universitäten, die dann bleiben und Grunderträge, Nachbarschaftsboni und Effekte. Also dann haben wir alles. Grunderträge haben wir ja sowieso, das wurde ja geändert im Patch. Die bleiben so oder so. Wir könnten hier noch die Möglichkeit, die Nachbarschaftsboni und die Effekte, die generellen Effekte im nächsten Zeitalter, also jetzt zu behalten. Wir werden allerdings die Schatzflotte auswählen. All unsere Städte bleiben Städte. Das ist meiner Meinung nach der stärkste Punkt. Da bin ich echt froh, dass wir das noch geschafft haben, weil ansonsten würde uns das relativ viel Geld kosten, das alles nochmal umzuwandeln. Also ein goldener Zeitalterpunkt ist weg. 2 Wirtschaftspunkte haben wir ausgegeben. Wir können es jetzt noch überlegen. Plus 2 Gold pro Runde für jede einzigartige Ressource, die wir besitzen. Das ist auch nicht zu verachten. Wir würden allerdings unseren Jokerpunkt dadurch verbrauchen. Ich warte da mal noch ab. Wir schauen uns jetzt mal den restlichen Kram noch an. Wir können 10 Produktionen für Siedlungen in fernen Ländern auswählen. Das finde ich jetzt auch nicht so gut. Plus 3 Kriegsunterstützung, Leute.
plus 3 Kriegsunterstützung für alle gegen uns erklärten Kriege. Und wir erinnern uns, Tubman hat ja sowieso schon Kriegsunterstützung gegen uns erklärte Kriege mit drin. Das können wir uns gerade noch mal angucken. Ich kann hier mal wieder rausgehen, ohne die Animation großartig zu benutzen. Wir erhalten sowieso schon 5 Kriegsunterstützung und bekommen jetzt dann nochmal 3 dazu. Das ist OP. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist absolut OP in unserem Fall. Nehmen wir gerne mit. Den letzten Punkt lasse ich auch nochmal offen. Gehen wir weiter zur Kultur. Hier werde ich definitiv die Kultur pro Reliquie. 78 Kultur bekommen wir dazu. Ist ja klar, wir können auch dreimal auf Kulturattribut oder Diplomatieattributspunkt gehen, machen wir nicht. Wir nehmen tief verwurzelt. Richtig stark in unserem Fall. Und hier im Wissenschaftsbaum 3 Wissenschaft pro Runde für jedes Viertel ist auch richtig stark. Das sind richtig, richtig, richtig gute Punkte. Da müssen wir uns jetzt noch angucken. Ich gehe hier nochmal raus in unserem Attributsbaum, dass wir da nichts verkacken. Welche Attribute bringen uns am meisten? Wir haben jeweils einen Punkt noch über in allen Kategorien und können uns dann noch aussuchen, wirtschaftlich, den könnte man theoretisch noch durch einen Joker-Punkt wegfallen lassen. Wirtschaftspunkt bringt uns auch nicht so unendlich viel. Das könnten wir also machen. Das heißt, den Wirtschaftspunkt machen wir auf jeden Fall. Also den hier. Plus 2 Gold für jede einzigartige Ressource. Dann ist der Jokerpunkt weg. Und wir haben jetzt noch Wissenschaft, Kultur und Militär. Also Kultur, Diplomatie, Expansion, Militär und Wissenschaft. Theoretisch machbar. In den Attributen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in Wissenschaft wählen wir sowieso aus, das ist klar. Da haben wir keine Auswahlmöglichkeit. Das heißt, wir müssen uns zwischen Kultur, Diplomatie, Expansion und Militär entscheiden. Militär hatten wir, glaube ich, auch nichts, was ich unbedingt... Ah, die kostenlose Stufe ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Sonst haben wir hier nichts. Expansion haben wir hier schon? Nee. Also Expansion brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, den Punkt haben wir auch. Diplomatie und Kultur ist jetzt natürlich noch die Frage. Diplomatie hätte einen Sozialpolitikplatz. Glaube ich nicht, dass wir mit hinkommen. Bräuchten wir noch 2 Punkte in dem Baum. Und Kultur hat aber auch nicht so viel. 25 Kultur für das Studium von Ausrichtungsmeisterungen. Da sehe ich mich jetzt nicht. Dann nehmen wir den Diplomatiepunkt. Nehmen wir den und nehmen einen Einfluss pro Zeitalter für den Palast. Ich möchte gerne Richtung Sozialpolitikplatz. Ja, das ist das Sinnvollste eigentlich. Das ist das Sinnvollste. Pass auf, dann machen wir das so. Wir nehmen den Expansionspunkt. Oder? Bin ich jetzt wieder falsch? Doch, Expansion. Wir nehmen Diplomatie und wir nehmen Wissenschaft. Alrighty. Das sind unsere Punkte, alles ausgegeben. Ich denke mal, damit kommen wir ganz gut klar. 342 Kultur. Wie sieht es so im Vergleich aus? Ja, ewig weit hinten dran, aber ich glaube, das ändert sich auch nochmal. Wir verteilen schnell unsere Punkte. Wir haben einmal Einfluss pro Zeitalter für den Palast. Wir haben einmal ein Siedlungslimit. Das hatten wir ja verloren durch unser Memento, das wir weggemacht haben. Und wir haben einmal Wissenschaft für die Erforschung von Technologiemeisterungen. Hier können wir noch gucken, wo wir hingehen. Plus eine Wissenschaft für jede zugewiesene Ressource ist, glaube ich, stark. Für jedes Viertel wird wahrscheinlich noch stärker sein. Und dann fangen wir direkt an. Stockholm. Wir haben 3000 Gold, das heißt, wir müssen uns auch überlegen, was wir in Städte umwandeln. Wir könnten eine Siedlung umwandeln, theoretisch. Stockholm, Saragossa, das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht hier unten, denn das ist neue Welt. Wir haben hier allerdings mit Mallet, ja, das ist eine Stadt. Oyat könnte noch umgewandelt werden, kostet auch 3000 Gold. Gadir kostet 3000 Gold. Palma ist nicht so stark wegen der Produktion. Das war das Problem. Palma und Teneriffa haben ja kaum Produktion hier. Da macht es jetzt nicht so unendlich viel Sinn, das in Städte umzuwandeln. Und Vilnius war, glaube ich, auch nicht so extrem geil. Pass mal auf, ich mache das direkt in der ersten Runde schon. Ich wandle hier. Wo haben wir den besseren Einkommen? Saragossa ist halt begrenzt. 37 Produktion. Hier haben wir 40. Stockholm. Ich glaube, es wird Stockholm. Dass wir das umwandeln, Saragossa, ja, weiß ich nicht, vielleicht später irgendwann mal, aber da sind wir mit dem Wachstum auch so ein bisschen limitiert. Da können wir nicht mehr viel wachsen. Da sind wir eigentlich auf Maximum. Stockholm macht da, glaube ich, mehr Sinn, auch von den Vierteln her, die wir jetzt schon schön verteilen können. Wandeln wir Stockholm um.
in eine Stadt. Und dann können wir hier direkt auch bauen. Aber jetzt vergrößern wir das Ganze auch erstmal. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, direkt schon einen Spezialisten einzusetzen. Ich glaube, das machen wir aber nicht, denn hier sind nur Zeitlosgebäude. Und da bringt mir das am Ende des Tages nicht allzu viel. Wir könnten Richtung Produktion noch gehen. Hier ist ein schönes Vierer-Produktionsfeld mit Kultur und Zufriedenheit. Das brauchen wir auch ganz dringend. Da haben wir nur 16 und das sinkt ja immer weiter dann, wenn wir Gebäude und Spezialisten bauen. Das heißt, wir gehen hier rein und wir könnten uns noch ein Nahrungsgebäude mitnehmen. Eines von den beiden gehen wir noch hier rein. Wir haben noch einen Ausbau, dann nehmen wir das Feld hier noch mit. Mit der Produktion. So. 1, 2, 3. Ja, hier kommen wir nicht ran. Schade. Ressourcentechnisch ist hier alles ausgebeutet, was wir haben. Wir haben hier den Salpeter, Fernkampf- und Belagerungseinheiten plus Kampfstärke und hier schwere Marineeinheiten. Das wird jetzt für später relevant. Dann gehen wir weiter nach Teneriffa. Die können auch ausgebaut werden. Und da spezialistentechnisch geht hier nichts. Das heißt, wir können maximal auf Nahrungsgebäude gehen. Und dann nehmen wir uns das hier noch schnell mit. Für Nahrung und ein bisschen Produktion. Saragossa. Ressourcen alle abgebaut. Sehr schön. Hier können wir auch noch Produktion oder Nahrung und Zufriedenheit. Ich gehe hier rauf. Produktion gibt uns ja in dem Fall erstmal nur Gold. Ich denke, mit Nahrung sind wir besser aufgehoben. 12 Runden bis zum Wachstum ist okay. Riyadh. Riyadh könnte... Vergrößern können wir nichts. Ressourcen sind alle bebaut. Das heißt, die Felder sind alle gleich. Es ist absolut egal. Absolut egal. Wir kommen hier nicht weiter. Ich glaube, wir sind hier schon cool, was die Größe angeht. Gadir. Gadir wäre dieses Feld hier interessant für Produktion. 5 Produktion ist stark. Machen wir auch. Nehmen wir mit. Also 5 Gold jetzt in dem Fall erstmal. In Mozia können wir natürlich jetzt einen Spezialist nochmal einsetzen. Gegebenenfalls auf unser Spezialviertel als erstes. Oder Tempel und Brennofen überbaubar hier hinten, weil die werden wir definitiv überbauen. Pass auf, da setzen wir es hier rein. Hier haben wir schon 2 Spezialisten und müssen dann dran denken, dass wir in Mozia das Feld als erstes, mehr oder weniger als erstes überbauen. Und dann machen wir auch den Stadtpark. Ah ne, den machen wir hier oben hin. Oh, das machen wir auch. Minus 26 aktuell. Ich glaube, das wird sich nach der Runde nochmal irgendwie fangen. Machen wir den Stadtpark hier oben hin. Utica könnte auch einen Spezialisten vertragen. Und na, da in Spezialviertel setzen lohnt sich eigentlich nicht so. Gasthaus und Universität sind überbaubar. Hier haben wir 2 Spezialisten schon drin. Setzen wir hier rauf. Setzen wir hier rauf. Malett würde ich mir auch so ein Feld aussuchen. Pavillon und Gildenhaus überbaubar. Sonst ist er hier, ja doch, wobei ein Zufriedenheitsfeld wäre hier sogar noch besser. Komm, dann machen wir das zuerst. Dann sind wir hier aus dem Miesen wieder raus. Hier können wir Kaolin noch bebauen. Fabrikressource brauchen wir jetzt aktuell erstmal nicht. Ich würde ja auch auf so ein Kombifeld mit ein bisschen Zufriedenheit gehen und Produktion. Tenae. Warum haben wir so wenig? Hä? Wahrscheinlich keine Ressourcen verteilt. Also ich denke, das fängt sich nochmal nach dem Zeitalterwechsel. Aber auch hier möchte ich gern Zufriedenheit nochmal hier mitnehmen und ein bisschen Wissenschaft. Dann haben wir, ja gut, hier ist auch wieder absolut egal. Hier können wir eh nicht mehr groß ausbreiten. Hadrometum hat auch alle Ressourcen bebaut. Und hier könnten wir auch vielleicht ein Spezialistenfeld mit überbaubaren Dingern hier rein. Palma. Palma könnte uns noch ein bisschen Zufriedenheit und Produktion einbringen, jawohl. Die erste Runde ist immer ein bisschen zäh, muss ich sagen, mit der ganzen Verteilung. Ich will jetzt auch nicht so viel Quatsch machen, um ehrlich zu sein. Ja, da muss ich schon ein bisschen drauf achten, dass wir da halbwegs gut durchkommen. Hier machen wir zuerst mal noch das Feld mit der Produktion. Nicht am sinnvollsten. Hier, ja, Nahrung ist jetzt nicht so wichtig, aber auch hier machen wir noch ein Produktionsfeld. Eigentlich sollte ich mit den Spezialisten generell erstmal noch warten, bis wir ein bisschen Zufriedenheit wieder aufgebaut haben. Hier machen wir Produktion trotz allem. Produktion und Kultur. Hier machen wir Produktion. Eigentlich das einzig Sinnvolle, was man jetzt im letzten Zeitalter machen kann. Alles auf Produktion knallen, wo wir noch was reinbekommen. Ich mache hier auch noch Nahrung einmal rein. Und hier Spezialist überbaubar. Und hier auch überbaubar. Okay.
Jetzt geht's an die Produktion. Produktion können wir. Ich verstehe das trotzdem. Ist das ein Bug? Wahrscheinlich, oder? Ich kann ja nicht so viel Minus haben überall. Bin mal gespannt, wie es in der zweiten Runde aussieht. Klar, die Ressourcen müssen noch verteilt werden, aber trotzdem, das erscheint mir dann doch alles ein bisschen wild, ehrlich gesagt. Können die Bank reparieren, das machen wir jetzt nicht unbedingt. Ich möchte gern mit dem Stadt 51 Runden. Hä? Das muss ja dann auch ein Fehler sein. Ich habe ja hier nicht nur 6 Produktionen. Karthago war unsere Stadt mit der besten Produktion. Und wir haben hier trotzdem, wir haben ja noch gute Geländefelder, oder? Warte mal, hier, oh, man wird bald erschlagen. Das muss alles ein Anzeigefehler sein. Pass mal auf, dann achten wir jetzt mal nicht auf die 51 Runden, sondern baut als allererstes. Wobei ein Händler auch nicht schlecht wäre, als erstes zu bauen, war. Aber ich möchte erst mal warten, bis das hier sich gefangen hat mit der meiner Meinung nach Anzeigefehler. Hier haben wir 8. Dann bauen wir das hier rauf. So. Wir haben eine Handelsgelegenheit mit Rouen. Können wir einen Händler eigentlich kaufen? Haben wir genug Kohle für einen Händler zu kaufen? Ja, pass auf, dann lass mal 1, 2 Händler kaufen. Karthago war wahrscheinlich doof. Ich hätte ihn auch irgendwo anders kaufen können. Ja, dann kaufen wir die mal und dann können wir in der nächsten Runde direkt einen Handel starten. Das wurde ja geändert. Die kann man ja ohne Freischaltung direkt machen. Nächstes will er Technologie gewählt haben. So, da müssen wir uns jetzt natürlich überlegen, was wollen wir? Wir wollen wie immer Richtung Massenproduktion relativ schnell gehen. Allerdings kostet es unfassbar viel Grundertrag, unfassbar viel Wissenschaftsgrundertrag. Wir brauchen. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Also die beiden unteren brauchen wir in jedem Fall. Den bräuchten wir nicht unbedingt. Trotz allem möchte ich wahrscheinlich mit ihm hier anfangen, um die Schule bauen zu können. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, die Oxford-Universität. Das würde mich reizen, denn die bringt nochmal ordentlich Bonus und hat er nochmal ein paar Slots und alles. Im Ausrichtungsbaum schauen wir uns wie immer an. Ausrichtung, warte mal kurz. Ausrichtung der Moderne brauchen wir jetzt eigentlich nichts unbedingt. Wir haben den Händler ja freigeschaltet direkt. Erkunder ist so ein Thema, das werde ich wahrscheinlich dieses Mal wieder nicht unbedingt bespielen, groß. Nicht priorisiert auf jeden Fall. Was kann denn die französische Ausrichtung? Wir können hier die die Teile vom Spezialviertel bauen. Der Bau eines Gebäudes gewährt Kultur in Höhe von 25% der Produktionskosten. Das ist stark. Ich glaube, das machen wir mal zuerst. Weil wir bauen ja jetzt extrem viel und dann bekommen wir richtig schön Kultur reingebuddert. Kultur für Zufriedenheitsgebäude und Wunder ist auch nicht schlecht, wobei wir Wunder, glaube ich, keine haben. Zufriedenheit für Militärgebäude und Wunder und ein Siedlungslimit. Die Punkte sind alle gut. Die Punkte sind alle gut. Wir müssen natürlich relativ fix in die politische Theorie rein. Das ist das Einzige, wo wir rein müssen, um unsere Ausrichtungen zu wählen. Dann geht ja noch ein dritter Baum auf mit unserer Regierungsform, ist es, glaube ich. Aber ich möchte trotzdem zuerst wir machen den Punkt, pass mal auf, wir machen den Punkt hier und gegebenenfalls noch als zuerst die beiden und gehen dann nicht weiter und werden dann Ausrichtung der Moderne machen. Aber auf jeden Fall den hier. Und dann gucken wir mal, was wir überhaupt alles bauen können. Ich glaube, wir haben zu Anfang hier so viele Gebäude über, dass wir nicht zwangsläufig beide direkt freischalten müssen. Und dann gehen wir hier rein, denn der Punkt Meinungsfreiheit ist auch super stark. 50% Nahrung und Zufriedenheit für den Unterhalt von Spezialisten. Wenn wir den haben, können wir auch noch einiges mitmachen. Dann haben wir unsere verfügbaren Sozialpolitiken aus den vorherigen beiden Zeitaltern. Unsere Spezialdinger, ne? Also diese Kulturgeschichte. 20% Gold von den Bergbaugemeinden braucht man nicht. Kauf für Marineeinheiten, Unterhalt braucht man nicht. Produktion braucht man nicht. Gold für den Kauf von Gebäuden an Küsten brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir müssen 4 einsetzen. Also wir machen Kampfstärke von mir aus Gold. Unterhalt für Marineeinheiten von mir aus auch noch. Und dann hier nochmal Unterhalt von Marineeinheiten. Dann sind wir da schon mal safe. Dann haben wir ordentlich Gold gespart pro Runde. Guck mal, 255 jetzt. Dann bauen wir einfach mal munter weiter, würde ich sagen. Ja, es kann ja alles nicht stimmen. Krämer. Erstmal den Krämer rein. Hier müssen wir irgendwo zu Zeitlosgebäuden bauen, wobei der Krämer jetzt auch nicht so wichtig ist. Den können wir ruhig zum Zeitlosgebäude dazu machen.
Dann setzen wir da keine Spezialisten rein. Hier möchte ich einen Stadtpark haben mit plus 20. Wo sind denn die? Ah, hier. Okay. Dann haben wir hier nochmal einen Krämer. Ich baue jetzt erstmal die besseren Gebäude einfach. Und die Krämer setze ich jeweils auch auf irgendwelche Zeitlos-Dinger noch mit dazu. Aber auch, wenn wir es überbauen können. Brennofen, Waffenmeister. Ah, schwierig. Krankenhaus überbaubar, Verlies überbaubar. Komm, setzen wir es einfach hier mit zu. Hier können wir auch einen Krämer bauen. Der kann über die Bank. Ja, hier ist alles Kacke. Hier ist alles Kacke. Bauen wir ja auch einen Krämer. Machen wir den zum Kulturgedöns hier dazu. Dass wir da direkt schon mal anfangen. Hier ist der Krämer besser mit 14 Nahrung. Würde ich sagen, überbauen wir einen Waffenmeister. Oder nee, überbauen wir einen Tempel. Kommt auch noch Kultur dazu. Hier können wir auch noch einen Krämer überbauen. Jawohl. Hier haben wir 13. Wo gibt es denn die 13? Hier oben auf dem Feld. Dann machen wir das. Dann bauen wir hier zur Not ein neues Feld und setzen den Spezialist direkt ein. Irgendwo. Oder wir nehmen uns noch so ein schönes Kombifeld mit. Mit Nahrung und Zufriedenheit. Ich glaube, das wird sogar am meisten Sinn machen. Haben wir das doch? Und hier gibt es auch 13. Machen wir... Haben wir hier irgendwas, was wir nicht überbauen können? Irgendein Zeitlosgebäude? Nee. Oder wir setzen den ins Hauptfeld rein. Ja, komm. Machen wir ihn hier rein. Und hier auch. Dass wir die alten Gebäude schnell mal loswerden. Geringe Zufriedenheit, das ist uns bekannt. Die Heerführer... Oh. Den müssen wir irgendwo anders hinpacken. Den fahre ich nach Gardir rüber, oder? Was kann der andere Heerführer? Der ist voll mit Nahkampfeinheiten. Ja, dann fahren wir den erstmal nach Gardir. Und alle anderen werde ich pausieren. Die brauchen wir ja aktuell nicht. Ich muss die nur aus der Stadt rausfahren, wenn die hier mit 2 Heerführern in einer Stadt rumgurken. Warte mal, da können wir die Feldkanone aber noch reinpacken. Der kann alles einsammeln und dann auch Pause machen. Der kann auch alles einsammeln und Pause machen. Der ist schon full. Dann schicken wir den... Hier, nee, warte. Haben wir hier irgendwo noch Platz für einen Heerführer? Hier, der kann hier hin. Den brauchen wir hier oben ja nicht. Die restlichen Geschichten hier, den könnten wir auch woanders hinschicken. Es wäre vielleicht auch nicht schlecht, einen Heerführer. Aber bis der hier unten ist, habe ich einen neuen gebaut. Also wir brauchen hier unbedingt Einheiten. Wir haben hier keine einzige Einheit. Hier ist direkt so ein blödes Ding. Aber hier einen Heerführer herzubekommen, wird nicht machbar sein auf die Schnelle. Dann bauen wir das oder kaufen uns das lieber unten neu. Ich lasse den auch hier. Beziehungsweise fahre den weiter hoch nach Hippo. Hier unten brauche ich die ja nicht. Das ist ja Quatsch, wenn die hier rumstehen. Im Hinterland, da passiert ja nichts groß. Alle einmal rum. Hier ist ein leerer Flottenkommandeur. Warum ist der leer? Hatten wir so viele gebaut? Das kann ja eigentlich nicht sein. Wo sind meine ganzen Flotten hin? Machen wir den mal auf Pause. Ah, hier oben. Boah, die ist randfull. Hier auch. Warum haben die plötzlich 6 Plätze? Kann mir das jemand erklären? Nee, wahrscheinlich auch nicht, wa? Ressourcen scheinen aber immer noch gebuggt zu sein. Vom Update. Pass mal auf, da fahren wir den nach Palma. Den brauchen wir jetzt hier oben auch nicht zwangsläufig. Und den vielleicht auch unten dann nach Teneriffa. Dass wir hier ein bisschen Ruhe haben. Den können wir hier oben stehen lassen. Der ist sowieso leer. Und den auch. Wobei wir den vielleicht dann doch hier unten hinfahren. Dann können wir den vielleicht bestücken. Und den bestücken wir hier oben. Das ist auch in Ordnung. Oh, Runde ist schon vorbei. Okay. Da bin ich mal gespannt, ob sich die Zahlen jetzt irgendwie nochmal halbwegs angleichen. Weil ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen was verbuggt. Okay. Also Karthago hat jetzt... Hä? Das kann ja irgendwo nicht sein, oder? Also...
Also, was ist denn mit Katar? Nee, jetzt mal im Ernst. Hier ist irgendeine Revolte am Start, das ist klar, aber wir haben hier -53. Wie komme ich zu diesen -53 Zufriedenheit? 3, 6, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 24. Ja, der kommt ja überhaupt nicht hin, oder? Palast gibt mir +18. Aber hier steht auch nix vom Grundertrag. Ich habe hier 0. Hä? Hier habe ich 15. Zufriedenheit wütend. Hier sind wenigstens noch Boni angezeigt. Hier ja nicht mehr. Wahrscheinlich wegen der Revolte, nehme ich mal stark an. 1000 Runden für 'n Stadtpark erscheint mir jetzt auch relativ viel. Kein Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Karthago hier bei -53 ist. Ich brauche ja nichts zu reparieren. Das bringt mir ja nichts. Ich muss es ja kaufen im Endeffekt. Und das kriege ich ja nie wieder hochgeboostet. Und die sind alle so. Die sind ja alle -20, -19, -29. Also die sind alle im Minus, alle Städte. Fast alle. Und ich verstehe es nicht. Weil so ist die, also ich kann ja hier nichts mehr machen im Endeffekt. Ich kann jetzt ein paar Dinger kann ich hier noch hochboosten mit dem Krämer und vielleicht auch noch mit den Ressourcen zum Teil, aber ich bekomme ja niemals -48 bekomme ich ja hier nie wieder raus. Und -31, -30 genauso wenig. Vielleicht -51. Das ist ja unmöglich. Das kann ich ja, kann ich ja gleich aufhören. Hä? Zufriedenheit in der Hauptstadt. So, das können wir hier schon mal reinmachen. Nee, kann ich hier nicht reinmachen. Warum? Ist das irgendwo nicht mit dem Handelsnetzwerk verbunden oder kann ich die jetzt einfach nicht einsetzen, weil ich keine neue Ressource, das kann ja auch nicht sein. Hat mich in der ersten Runde schon gewundert. Warum kann ich die Ressourcen jetzt nicht einsetzen? Das macht ja auch wenig Sinn, oder? Normal habe ich doch in der ersten Runde immer die Möglichkeit, Ressourcen einzusetzen. Regierungsform wählen, ja, das ist ja relativ egal für uns. Wahlrepublik. Ähm, Handelsweg hinzufügen. Okay, ich check's halt trotzdem. Warte mal. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, wir machen auch an der Stelle hier Schluss. Ihr könnt mir mal sagen, ob ich hier irgendwas verkackt habe oder was ich jetzt, also was generell mein Problem ist. Ich verstehe es jetzt einfach nicht. Ich komme ja aus dem Sumpf komme ich ja im Leben nicht mehr raus. Wir haben keine Siedlung zu viel. Wir haben in Karthago die ganzen Gebäude, das ist klar. Zufriedenheit pro Runde -48. Nahrung pro Runde -24. Jetzt werden mir zumindest hier mal die Erträge noch mal angezeigt. War ja gerade eben auch nicht der Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja gut, 12 mal -3 haben wir. 13 mal -3 haben wir alleine schon. Aber das war doch vorher nicht so. Einkommen 34, Abzüge 82. Ne, weiß ich nicht. Also, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Kann mir, gerne bitte weiterhelfen, wie ich hier noch mal rauskomme oder was ich falsch gemacht habe. Die Stadtressource, jetzt kann ich sie einsetzen. Warte mal. Jetzt geht's plötzlich. Na, das bringt mir aber nicht viel. Kultur würde ich ja auch noch reinpacken. Ich habe so viel Zufriedenheit kann ich ja hier im Leben nicht reinpacken. Ich habe zwar die Pferde, aber 12 Zufriedenheit.
6, ja, hier haben wir nochmal Pferde, jetzt sind wir bei minus 24 und dann war's das. Die sind alle safe. Dann haben wir Mozia. Die Städte halt, ja. Mozia hat minus 31 und ich habe jetzt keine Ressourcen mehr hierfür. Ich habe jetzt noch eine Zufriedenheitsressource. 2. Minus 2,9. So, da können wir den hier noch hier reinsetzen. Nee, das war der falsche. Die hier. Das ist aber hier bei plus 1. Alle anderen sind bei minus irgendwas und das kriege ich so jetzt nicht einfach raus. Ähm, ja, also ich gucke es mir mal noch an. Ich möchte das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob es hier irgendeinen Trick noch gibt, was ich noch machen könnte. Eine Runde haben wir gespielt. Eigentlich hätte sich alles nochmal normalisieren sollen. Ich bin da jetzt aktuell noch so ein bisschen ratlos und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich mit irgendeiner Lösung, wie wir aus dem Schlamassel hier nochmal rauskommen. Ja, weil ja, mit allen Boni und Boosten, alle minus 24 Zufriedenheit. Ja, das wird eine Hausnummer. Das wird eine Hausnummer. Bis morgen, Leute. Macht's gut. Tschaußens.